Yes, so we continue our theme, Lex orandi, Lex credendi. Also wir werden weiter über das Thema Lex orandi, Lex credendi, also das Gesetz des Gebetes und das Gesetz des Glaubens sprechen. That is to pray. If you want to learn to pray, if you want to grow in prayer, we need to grow in faith. Im Gebet zu wachsen, müssen wir auch im Glauben wachsen. So the best thing is, pray, Lord, increase my faith. Also sehr gut ist, zu beten, Herr, stärke meinen Glauben. That was a prayer by apostles in Luke chapter 17. Das war auch ein Gebet von den Aposteln in Lukas 2, Chapter 17. In Lukas Kapitel 17. Luke chapter 17, 5. And the disciples said to the Lord, increase our faith. Luke chapter 17, 17, 2. Ja. Yes, please read. Ja. 5. 5, 3, 4, 5. Die Apostel baten den Herrn, stärke unseren Glauben. Der Herr erwiderte, wenn euer Glauben auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, würdet ihr zu dem Maulbeerbaum hier sagen, heb dich samt deinen Wurzeln aus dem Boden und verpflanz dich ins Meer, und er würde euch gehorchen. It would obey you. Er würde euch gehorchen. Who will obey? Wer wird gehorchen? The mulberry tree. Der Baum, der Maulbeerbaum. It will be uprooted from the place and rooted in the sea. Er würde entwurzelt werden von seinem Platz, wo er ist, und im Meer wieder eingesetzt. So that shows complete supernatural phenomena. Also die Quelle ist... That shows. That shows, ich habe das so als verstanden. Ja. Das zeigt die übernatürliche Kraft. Mulberry tree uprooting and going into the sea and planting. Ja, dass ein Baum von der Erde entwurzelt werden kann und im Meer wieder gepflanzt wird. So all this thing means if you have faith, impossible things will become possible. Also das heißt, wenn man Glauben hat, dann können unmögliche Dinge plötzlich möglich werden. Okay, we will have to know more about faith, but we now deal with the prayer. Wir werden noch mehr über den Glauben sprechen, aber jetzt gerade behandeln wir das Gebet. And prayer and faith. Den Zusammenhang zwischen Gebet und Glauben. Yes. Lex orandi, lex credendi. Das Gesetz des Betens und das Gesetz des Glaubens. Yes. Now, in different types of prayer, we already understood today morning the prayer through the Psalms. Psalms. Oh ja. Es gibt verschiedene Arten von Gebeten, und heute Morgen haben wir darüber gesprochen, wie die Psalmen ein Gebet sein können. Now, Psalms are the prayers which Jesus himself was praying. So when you pray the Psalms, you are surely praying with Jesus now also. Also die Psalmen sind das Gebet, das Jesus gebetet hat. Und wenn ihr jetzt auch die Psalmen betet, dann seid ihr sicher in Gemeinschaft mit Jesus. And another way to pray with Jesus is
Jesus in Gethsemane, that is Mark chapter 14:32. Markus Evangelium, Markus, Kapitel 14, verse 32 says, 32, Vers 32. Then Das ist eine andere Art von Gebet, was wir jetzt hier lesen bei Markus. 14:32. Kapitel 14, Vers 32. Which says, Then they came to a place named Gethsemane, and he said to his disciples, Sit here while I pray. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern, Setzt euch und wartet hier, während ich bete. Shall we all repeat that? Wiederholen wir das alle gemeinsam? Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern, Setzt euch und wartet hier, während ich bete. Once again. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern, Setzt euch und wartet hier, während ich bete. Sit here while I pray. Sitzt hier, während ich bete. So Jesus is telling to the apostles that it is Jesus is praying, they have to only sit there and to receive the fruit of the prayer. Also Jesus sagt zu seinen Aposteln, sie brauchen nur dort sitzen und werden die Frucht seines Gebetes ernten. Now please look here. This is the Jetzt schaut bitte hierher. Jesus said, I am the vine and you are my branches. Jesus hat auch gesagt, ich bin der Wein und ihr seid meine Äste, Branches. Zweige. This he spoke just before he got to Gethsemane. Bitte? This he said before he go to Gethsemane. Ja, das hat er gesagt, bevor er nach Gethsemane ging. So Jesus is praying and we are actually a very integral part of Jesus. Also Jesus betet und wir sind wirklich ein integraler Teil von Jesus hier. Look here. This is you and me, the branch. This is the main stem. Das hier ist der Hauptstamm, das ist Jesus und das sind wir hier, der Zweig. So is there any difference between Jesus and the branch? It is almost same. All what Jesus is doing, the branch is also receiving. Ist da ein Unterschied zwischen Jesus und dem Zweig? Oder ist es das Gleiche, was sie tun hier? And here, when Jesus prays, he draws everything and he fill it to us and the branch producing fruits. It is the branch producing fruit. Jesus zieht also die Kraft hier und er gibt es auch uns und wir sind die, die die Früchte bringen. Please draw this in your notebook and Jesus said, sit with me, I pray. Ja, und Jesus sagt, sitzt mit mir und ich bete. Bitte zeichnet das in eure Bücher hinein. Yes, thank you. So, in this way, prayer can be a wonderful experience when you believe that Jesus is praying for you and we have to only be united with Him like the vine and branches. Das Gebet kann eine wunderbare Erfahrung sein, wenn wir glauben, dass Jesus für uns betet und dass wir mit ihm vereint sind, so wie der Weinstock und die Zweige. So, Jesus is
eternal priest. He is a ewiger priest. Jesus ist ein ewiger Priester. So whatever he prayed at that time is even now has a effect and it is continuing. Auch was er damals gebetet hat, hat jetzt noch Kraft und setzt sich jetzt noch fort. And now also Jesus is praying. Auch jetzt, in diesem Moment, betet Jesus. Yes. So that is how we have to learn about the Eucharistic adoration. Means Jesus in the Eucharistic, Jesus as a Eucharistic Lord is praying. Also das müssen wir auch über die eucharistische Anbetung lernen, dass Jesus noch immer betet In the Eucharistic, as a Eucharistic Lord, als eucharistischer Herr. he is praying. Er betet. And we, the adoring person, is sitting with Jesus, like Jesus said, sit with me. Und wenn wir in Anbetung dort sind, dann sitzen wir mit ihm, so wie damals in Gethsemane. That is why I say, don't read any book at that time. You simply sit with him in love. Deswegen sage ich auch, les kein Buch, wenn du da in Anbetung bist, sondern sei mit ihm in der Liebe. It is a spousal relationship also. Es ist so eine Beziehung wie zwischen Partnern, zwischen Ehepartnern. What is that my wife want from me? Was will denn meine Frau von mir? She wants at least you come and sit with me. Komm zumindest und sitz bei mir. Oh, I have not seen you for so long. Come with me. Ich habe dich schon so lange nicht gesehen. Komm doch mit mir. And then I went there with a book and I start reading the book. Und dann bin ich zu ihr hingegangen und habe das Buch gelesen. I will surely make her annoyed. She may even throw out that book. Ich werde sie verärgern und dann wird sie vielleicht das Buch wegwerfen. She will say, after so many days you are coming to me and you don't have time to sit with me. You are reading so many other things. Now keep it away. Now sit with me. Sie wird wahrscheinlich sagen, also nach so langer Zeit kommst du und sitzt bei mir und dann hast du ein Buch bei dir? Na komm, sitz jetzt bei mir. Yes. Can you believe this is a prayer? Könnt ihr glauben, dass das ein Gebet ist? That Jesus wants you sit with me. Dass Jesus möchte, dass wir mit ihm, bei ihm sitzen. We have so many big churches and so many big tabernacle, but nobody is there with Jesus. Wir haben so viele große Kirchen und so viele Tabernakel und so wenig Menschen, die dort sitzen. Understand it? Even in the big pilgrim places, people are coming as pilgrims. They see all the beautiful paintings. Aha, very good. And they walk away. There is no place, there is no time for Jesus. Auch in den Wallfahrtsorten kommen viele Menschen, die schauen sich alles an, die Gemälde, die wunderschönen Dinge und dann gehen sie wieder. Es ist keine Zeit für die Anbetung. When I first time went to Lisieux, I was in the main basilica, beautiful paintings. I was seeing all like this. But then I heard a voice pulling me backward. Wie ich das erste Mal in Lisieux war, da habe ich mir die Basilika angeschaut und sie war wunderschön. Ich stand dort und habe mir alles angeschaut und plötzlich habe ich gefühlt, dass mich jemand zurückzieht. Then a Stimme, a voice eine Stimme calling me.
ruft, eine Stimme And ruft. then I went in that direction of the voice. Dann bin ich in die Richtung, wo die Stimme herkam, Then I went to a gegangen. door where it is written Adoration Chapel in the cellar, in the underground. Ja. Und dann bin ich zu einer Tür gekommen und auf der ist geschrieben gestanden, die Anbetungskapelle ist unten im Untergeschoss. By that time I got some idea the Lord is calling me in the capella. Na, da habe ich schon verstanden, dass mich der Herr ruft, dass ich in die Anbetungskapelle gehe. I ran inside. Ich bin schnell hinuntergelaufen und hinein in die Anbetungskapelle. It was completely empty, not even one soul. Sie war leer, keine einzige Seele drinnen. And I saw a vision of Jesus with the crown of throne on his head and crying, and I heard the voice, "Can you come and sit with me?" Und dann habe ich eine Vision gehabt von Jesus mit der Dornenkrone und er hat gesagt, kannst du bei mir bleiben und bei mir sitzen? Oh, I remember even now that moment. Auch And jetzt erinnere mich noch gut an diesen Moment. I sat there, whole day I sat there. Und ich bin dann den ganzen Tag dort geblieben. And then he asked me, "Can you bring some people and continue this?" Und er hat mich auch gefragt, kannst du noch andere Menschen bringen und das fortsetzen? So I began the Eucharistic adoration in the Basilica Capella in Lisieux. Also ich habe die eucharistische Anbetung begonnen in der Kapelle in Lisieux. It was so interesting. I said, I have no place to stay. Then I heard a voice, "Go out in the street, you will find a board on a building, flat for rent, go there, you rent that flat." And exactly it happened. Ja, und ich hatte damals noch keinen Platz, wo ich übernachten konnte und da habe ich eine Stimme gehört, da ist ein Schild und da steht drauf, also In a particular road. ja, in einer bestimmten Straße, Miete dieses Apartment und da bin ich hingegangen, genauso war es, dort war ein Schild und ich habe das gemietet dort. And when I made a contract with them, I said, I come after 1 month with my people. So they said they need so much money. I said, yes, at that time I will bring money. Ja, und ich habe gesagt, ich brauche diese Wohnung in einem Monat für meine Gruppe und sie haben gesagt, so viel Geld wird das sein, das wirst du bezahlen müssen. Und ich habe gesagt, das werde ich dann haben in einem Monat. But after 1 month, I went there. As I came down from the flight, somebody came to receive me. Ja, und nach einem Monat bin ich wieder dorthin gekommen und als ich ankam am Flughafen, hat mich jemand abgeholt. I had no money actually. Ich hatte noch kein Geld mit. And when I sat in the auto, in the car, Und als ich im Auto saß, this friend who brought me said, dieser Freund, der mich abgeholt hat, hat gesagt, "Thomas, one woman gave me an envelope. This is for you." eine Frau hat mir einen Kuvert gegeben und das ist für dich. When I opened this, that was exactly that much money for giving these flats. Und als ich es aufgemacht habe, war genau so viel drinnen, was ich gebraucht habe für die Miete dort. So, few years we continued, then we had to discontinue. Wir waren ein paar Jahre dort und dann mussten wir das aufhören. I had 2 very good young men sitting and praying there continuously. Also 2 da young waren men. 2 junge Männer, die andauernd dort in Anbetung waren. The priest in the cathedral saw this man and he said, "I want to appoint you as a sacristan in the cathedral of St. Therese."
Er hat einen von den jungen Männern gesehen dort, der Priester, und der hat gesagt, ich möchte gern, dass du in der Sakristei, dort in der... Sacristan. He wants to give the work job as a sacristan. Was das? Sakristan. Dass du der Sakristan hier bist, in dieser Basilika. Now, what to do? It is a very attractive job that also in the cathedral of Lisieux to be a sacristan. Das ist ein sehr guter Job, da in der Kathedrale von Lisieux Sakristan zu sein. But so one half of my adoration finished there. Also dann war wieder einer weniger bei der in der Anbetungskapelle. And then another one was there sitting and praying. A priest came to him and said, "Oh, you have a call to become a priest. Come with me to America." Next day he went to America. Und der andere, der immer dort in Anbetung war, ist von einem Priester angesprochen worden und der hat gesagt, oh, du hast den Ruf gehört, um Priester zu werden, komm mit mir nach Amerika. Und so ist er dann auch weggegangen. But after 1 month he went away. He did not become a priest. He realized it is not his call. Und nach einem Monat ist er aber zurückgekommen. Er ist sich bewusst geworden, dass das nicht sein Ruf ist, Priester zu werden. So slowly I had to close down my adoration ministry in Lisieux. So habe ich langsam die Anbetungskapelle in Lisieux, den Dienst für die Anbetungskapelle in Lisieux wieder geschlossen. But doesn't matter. All that prayer we did made a lot of fruits, and several adorations began in that area of Lisieux, even in the cathedral capella of Lisieux. Aber das macht nichts, denn es hat doch Wurzeln geschlagen und andere Anbetungskapellen sind entstanden, sogar in der Kathedrale dort in Lisieux. And this first man who became the sacristan in the Cathedral of Lisieux, he married a woman and they are living there, and now they are in the Paris in the Notre Dame Cathedral. Und der Sakristan in Lisieux, der hat dann geheiratet und hat er Kinder? Ja. And now they have 3 children. Ja, die haben also 3 Kinder und jetzt ist er Sakristan in Notre Dame de Paris. Yes. Okay. What I wanted to say, we need a lot of places this Eucharistic adoration, and it is very good happening now. More places, so many people have desire for adoration. Was ich sagen wollte, ist, dass wir wirklich viele Anbetungskapellen brauchen. Es ist sehr gut, dass sich das jetzt so entwickelt. But what we need is more growing in the way of adoration. How do we do the Eucharistic adoration in a more effective way? Wir brauchen aber auch noch mehr Wissen und mehr Wachstum in, wie wir die Anbetung machen. It is a prayer, but it is a prayer of faith. Es ist ein Gebet und es ist ein Gebet des Glaubens. One have to recognize that Lord is a person. He is a person. He wants to talk to you. He wants to love you. He wants to intimate with you. Also ein Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass wir erkennen, dass Gott eine Person ist und er möchte mit uns eine Verbindung haben. Er möchte mit uns sprechen. Yes. This is the language of faith. Das ist die Sprache des Glaubens. And in that faith, when you remain with Him in love, then there is no prayer. It is only love. Und in der Sprache des Glaubens, wenn wir bei ihm bleiben, in der Liebe, dann, There is no prayer. Dann brauchen wir keine Worte, das ist das Gebet. Yes. So in faith you become one. You become one in faith. Und so
werdet ihr eins im Glauben. Yes. So let us learn more about this way of prayer, that Jesus is praying, you only sit with him and love him. Also lass uns mehr erfahren und lernen über das Gebet, das Jesus betet und wir sitzen nur mit ihm und, Love him. und lieben ihn. Yes. So, in Romans chapter 8, Brief an die Römer, Kapitel 8, the same thing is explained in Romans 8:34, that Jesus is interceding. Romans chapter 8:34 says, it is Jesus Christ who died rather. also es ist der Römerbrief, Kapitel 8, 38, 30, nein, 34. 34, Vers 34. Who will condemn? It is Christ Jesus who died, rather was raised, who also is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Shall we all read it louder? Alle zusammen? Ja. Wer kann sie verurteilen? Christus Jesus, der gestorben ist, mehr noch, der auferweckt worden ist, sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. He is immer, always, that is what he is doing. He is interceding for the whole world. Er hat Fürsprache für die Welt die ganze Zeit, immer. And his prayer will be surely be heard. Und sein Gebet wird sicher erhört werden. And it's good to understand what are the way he is praying. Jesus himself praying. John chapter 17. Und es ist auch gut, zu verstehen, was Jesus gebetet hat. Jesus, Johannes, chapter 17, 17. Kapitel. it is known as the priestly prayer of Jesus. Es ist bekannt als das priesterliche Gebet von Jesus. Any part of this prayer you can consider every time, because this prayer Jesus prayed is valid to eternity. Dieses Gebet könnt ihr jederzeit beten, denn dieses Gebet, das Jesus gebetet hat, ist für alle Ewigkeit. Das ist Johannes 17. Kapitel. When Jesus had said this, he raised his eyes to heaven and prayed, Father, the hour has come. Give glory to your Son, so that your Son may glorify you. Dies sagte Jesus, und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Just as you gave him authority over all people, so that he may give eternal life to all you gave him. Next. Oh, okay. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. See, is it for Christians or Catholics? Ist das für Christen und Katholiken nur? Alle Menschen. Für alle Menschen, ja. So we must have such a wide horizon of thinking when we are with Jesus.
Wenn wir mit Jesus sind, dann müssen wir ganz weit denken, einen ganz großen Horizont haben. Yes. Don't pray only for me or us, only for few people in this house or only for Deutschland. Also bete nicht nur für eine kleine Gruppe, für uns hier oder nur für Deutschland Or for Christians. oder nur für die Christen. Especially for Deutschland. So, it is important this mind of Christ we must have when we sit with Jesus in prayer. This mind of Christ, thinking of Christ. Also es ist ganz wichtig, dass wir diesen Geist von Christus haben, wenn wir mit ihm, bei ihm sitzen im Gebet oder in der Anbetung. And believe that this prayer, what Jesus prayed, is valid now, and he is now praying, and this will be answered, surely. Und glaubt daran, dass dieses Gebet auch jetzt völlige Gültigkeit hat und auch jetzt ganz beantwortet wird. Another word in the same capital, word 20 and 21. Vers 20 und 21 im selben Kapitel, Kapitel 17. I pray not only for them, but also for those who will believe in me through their word. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. See, so automatically we are remembered in this prayer. Also wir sind da eingeschlossen in diesem Gebet. So that they may all be one, as you, Father, are in me and I in you, that they also may be in us, so that the world may believe that you sent me. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Can we all read it louder, slowly? Loud? So that, yeah, alle zusammen Also bitte noch laut lesen. Aber ich bitte nicht nur für diese hier, sondern auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben. Weiter. Alle sollen eins sein, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. This is why we need a lot of prayer for evangelization of the world. Means this is the evangelization of the world. The whole world should know who is Jesus Christ. Das ist also das Gebet für die Verbreitung des Glaubens. Die ganze Welt sollte wissen, wer Jesus Christus ist. For whom Jesus has come. Für wen Jesus Christus gekommen ist. So when we sit in front of the Eucharistic Lord, we should believe, oh Jesus, you are already praying for the whole world. I am a branch sitting with you to transmit this to the whole world. Also wenn wir dann in der Anbetungskapelle mit Jesus sitzen, dann sollten wir wissen, dass er mit uns ist, wie der Weinstock, wie der Zweig und der Stamm des Weinstocks. And he is praying for the whole world. Und er betet für die ganze Welt. But he need our faith. Aber er braucht unseren Glauben. That's the point. He need one soul who believe in him. Er braucht eine Seele, die an ihn glaubt. Once I was in England, I had a dedicated one day only to pray, particularly for Germany. Einmal war ich in England und hatte einen Tag dazu bestimmt, um vor allem für Deutschland zu beten. Because it was needed for my television Arbeit, for my television work. Das war nötig für meine Fernsehstation.
And morning 8 o'clock to evening 8 o'clock was my planning to sit and pray. Und ich hatte vor, von morgens um 8 bis am Abend um 8 zu sitzen und zu beten. I had two persons, two ladies with me. Und zwei Damen waren mit mir. Afternoon, evening around 5 o'clock, the Lord spoke to me something. He said, in my presence, one day is like 1,000 years. Und dann so etwa um 5 Uhr, um 5 Uhr am Nachmittag habe ich plötzlich die Stimme des Herrn gehört und er hat gesagt, in meiner Welt, In my presence. in meiner Gegenwart ist ein Tag wie eine Ewigkeit, Yes. No, no. It's like 1,000 years. wie 1000 Jahre. Yes. Then I said, oh, that is a good thing. That is written in somewhere in Peter. Also habe ich gedacht, das ist ja wunderbar. Yeah. First or second? Second Peter chapter 3:8. Petrus, Second Peter chapter 3:8. No, it will be. Yeah. Further. Yeah. Bitte? Peter chapter 3, word 8. Okay, danke. Also, wir sind jetzt beim zweiten Petrusbrief, 3. Kapitel, Vers 8. Das eine aber, lieber Bruder. Bitte? Ist das Johannes oder was? Na, Nein, nein. Petrus. Petrus. Erster Petrus. Zweiter Petrusbrief. Kapitel 3, Vers 8. Read. Ja, also er sagt, das eine aber, liebe Brüder, dürft ihr nicht No, no. übersehen.